Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute mal wieder ein ganz besonderes Video, denn heute sind wir wieder mal in einem Account drin. Das ist aber ein ganz besonderer Account. Und wir haben auch denjenigen, der den Account bespielt, mit hier im Discord. Das ist der gute, ja, wie soll ich dich nennen? Basi? Hallöchen erstmal. Ja, Tobi. Hi, servus. Moin. Okay, dann sage ich einfach Tobi zu dir. Ja, ihr seht es schon, er hat in der Beschreibung stehen Free-to-Play. Wir haben hier einen 599er Account, der komplett Free-to-Play gespielt worden ist. Das werden wir nochmal gleich mit allen Dingen, die uns zur Verfügung stehen, überprüfen. Und das ja, ist auf jeden Fall, also ich habe bisher noch keinen höheren Free-to-Play-Account irgendwo gesehen. Es könnte vermeintlich der höchste Free-to-Play-Spieler sein, den es so momentan gerade im Umlauf gibt. Falls ihr da draußen irgendjemanden kennen solltet, der komplett ohne einen einzigen Cent zu bezahlen das Game auf Stufe 600 durchgespielt hat, dann lasst es mich gerne wissen, schreibt es in die Kommentare, aber mir wäre jetzt keiner weiter bekannt. Ja, Basi, wie kam es dazu? Hast du dir gedacht, ey, du startest das Game einfach mal so, ja, just for fun und ziehst das komplett Free-to-Play durch? Währenddessen schaue ich mal so ein bisschen deinen Account durch, ne? Ja, ich habe angefangen, da war ich 16 oder 15, glaube ich sogar noch. Und da hat man halt kein Geld. Und dann war ich halt schon relativ hoch im Level. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja, das kann ich dann halt durchziehen. Ich habe anfangs noch 120 Alu auf Erfahrung gespielt. Eigentlich die größte Zeit. Und seit circa 7 Monaten zocke ich jetzt auf 320 Alu Gold. Mhm. Und ja, ist auch besser für Pilze. Ja, also bevor wir überhaupt hier erstmal, glaube ich, weiter noch in den Account durchgehen, ist, glaube ich, nochmal ganz gut zu sagen, weil wir haben hier links oben auch eine Pilzanzahl von 1077 zu stehen. Das ist schon echt heftig für Free-to-Play und da wird bestimmt der ein oder andere da draußen sagen, der hat doch bestimmt hier und da, ne? Man kann es nicht immer zu 100% sagen, aber man kann zu, denke ich mal, ja, 99% ausschließen, dass es eben kein Free-to-Play ist. Es gibt verschiedene Kriterien. Es gibt zum allerersten, ja, das sind wahrscheinlich die Sachen, die euch allen als erstes einfallen, das sind die Befehle. Einmal hier für Mush, mal wieder eingeben hier, weil ansonsten, wir haben, glaube ich, Mushrooms Paid, genau. Da haben wir hier einmal 16, eine Zahl von 16 zu stehen. Das hatten wir eben gerade, sind wir eben gerade durchgegangen. Das sind keine gekauften Mushrooms, weil ich glaube nicht mal, man kann sich irgendwie 16 Mushrooms kaufen, das geht gar nicht. Nee. Das mindestens, glaube ich, 50 oder ich glaube 25 auf dem Handy, 2,99 oder irgendwie so, ich weiß es gar nicht ganz genau. Das kam dadurch zustande, dass du Offerworlds angenommen hast, ne? Genau, ja, also man muss einmal unterscheiden zwischen normalen Free-to-Play und True Free-to-Play, weil bei True Free-to-Play ist Offerworld und soweit ich weiß Glücksrad auch nicht erlaubt. Okay. Also Werbung schauen, ja, habe ich zumindest auf Discord so gelesen, dass manche so spielen und das ist anscheinend der Spielstil. Und bei ganz normalen Free-to-Play, dann ist halt alles erlaubt, was halt gratis ist. Ja. Also die Regeln sind nicht direkt oder indirekt Geld ausgeben quasi. Ey, das feiere ich, weil Free-to-Play-Spieler an sich ist ja schon mal eine eigene Kategorie für sich, ne? Aber dass die Free-to-Play-Szene sich in der Szene auch nochmal zwischen True Free-to-Play-Spielern unterscheiden und was war das andere? True und? Und ganz normal, also einfach so, nur Free-to-Play. Einfach nur Free-to-Play. Ja, also die True Free-to-Play-Spieler, die absolut gar nichts irgendwie sich mit, ich sag mal, So Drittanbietern kann man sagen. Genau, wollte ich gerade sagen, zu Drittanbietern zu tun haben, die True Free-to-Player und dann halt eben die normal Free-to-Play halt eben nicht ihr eigenes Geld ausgeben, beziehungsweise Genau. die Option noch nicht genutzt haben, sich hier Pilze zu kaufen. Genau, dadurch kamen halt eben ein paar Pilze zustande. Dadurch kam auch hier diese komische Zahl, aber die, meinst du, die ist nicht so richtig ausschlaggebend, Nee. so, ne? Also vor dem neuen Backup stand da auch irgendwas über 20.000, da stand sogar mehr, als ich gratis bekommen habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum das so ist, weil ich habe eigentlich damals, als es noch Pilze gab bei der Flimmerkiste, habe ich noch gar nicht so viel Werbung geschaut, also ganz mysteriös irgendwie. Und hier sieht man ja auch, hier sind nur ein paar Angebote, da sagst du, das stimmt auch jetzt nicht ganz so, ne, irgendwie.
Nee, Also der das auf Angebote jeden Fall. stimmen schon. Ja, Die stimmen schon. Ich hatte halt sogar schon mehr Angebote, nur es werden nicht alle angezeigt. mhm. Ich habe dir ja gerade gesagt, vorhin schon, ich habe ungefähr schätzungsweise 500 Pilze durch Offerballs bekommen. Am Ja, Handy und am PC. okay. Das klingt aber auf jeden Fall erstmal noch ganz human. So, dann hatten wir hier noch den anderen Befehl. Das war einmal das war Mushrooms Paid hatten wir gerade. Mushrooms Free ist der andere Befehl, den man hier eingeben kann. Das ist quasi die Pilze, die du dir for free erarbeitet hast. Ne? Wodurch kommen die alle zustande? Ich glaube, durch Glücksrad zählt damit rein. Ne? Ähm, Dann Ich glaube auch die Quests, Alu-Pilze, genau. vielleicht Codes und sowas. Ja, also da kommen dann diese Pilze her. Ich weiß nicht, wie das noch genau zusammenzählt. Früher weiß ich zumindest noch, dass, und so hatte ich ja auch lange Zeit meinen Account finanziert, ging das auch noch über die Flimmerkisten. Da hatte ich auch eine absurd hohe Pilzanzahl hier zu stehen, obwohl ich nie irgendwo großartig Pilz aufgeladen habe. Ich weiß nicht, wie sehr das durch das neue Backend alles verkuddelmuddelt wurde. Ne, das kann man jetzt im Nachhinein immer schwierig sagen. Es gibt ja auch noch ein Achievement. Ne? Ich glaube, Ja. das wird aber getriggert durch... Ja, ich glaube auch Offerwall oder also bei der Support-E-Mail, die ich dir geschickt habe, die erste von 2021, steht sogar was dabei dazu. ja, okay. Wo war das Ähm, Achievement? Auf welcher Seite war es nochmal hier? Boah, auf jeden Fall Gute ist es Frage, ein ne? Pilz. Ich gucke mal ganz kurz durch. Irgendwie vierte oder fünfte, oder? Nee. Ja, Pilze Doch, über da. den Pilzdealer erhalten. Also das ist auch nicht ganz ausschlaggebend dafür. Also es hat nichts zu sagen, dass er hier Pilze gekauft hat. Das werden wir euch nämlich gleich zeigen. Denn wenn wir nämlich einmal raustappen hier, dann haben wir hier auch noch zwei Bilder, die er mir geschickt hatte. Einmal von 2021, das erste Bild, da hat er beim Support nachgefragt, ob es möglich ist, dass man ein Proof quasi eine Antwort dafür erhalten kann, dass man noch nie Pilze auf diesem Konto aufgeladen hat. Das ist einmal von 21, hier beantwortet von Holle. Und hier steht auch drin, dass das Achievement Pilze gekauft werden, sie durch die Offerwall haben. Und genau. Ja. Wo hat er noch geschrieben, außer Angebote? Über die Offerwall stelle ich keine Pilzgutschriften fest. Ja, das war 2021, also hier auch nochmal der Beweis vom Support selbst. Und hier auch nochmal die Anfrage von dir, das war dann 2022 im November, also auch nochmal kürzlich gerade, und auch hier die Antwort von Jörg, danke für die Anfrage. Die Antwort ist, wie Sie erhofft hatten, in der Tat nein, Smiley. Ne? Also da kann man eigentlich schon sagen, so, ey, da haben wir jetzt hier wirklich, ne, weil ich weiß, viele von euch sagen immer so, ja, Free-to-Play kann man immer gar nicht so richtig sagen, ob das wirklich so ist oder nicht, kann man nicht so richtig überprüfen. Aber hier haben wir wirklich einen festen Beweis, dass es halt wirklich Free-to-Play ist. Und was halt noch krasser ist, dass du halt eben schon so lange durchgezogen hast. Ich habe hier noch einen kleinen Screenshot von dir, den du mir gesendet hattest, für eine kleine Übersicht. Also du hast am 1.5.2014 mit dem Game gestartet, ne? Ja, genau. Ja. Ziemlich lange her. Das ist auf jeden Fall schon echt lange her. Deswegen, so ein Level erreicht man natürlich nicht einfach von gestern auf heute. Selbst wenn du Pilzer bist, erreicht man das nicht. Deswegen muss man schon sehr lange am Start sein. Ich glaube aber tatsächlich, du hast echt ein ganz gutes Pilzeinkommen gehabt, denn ich glaube, so ungefähr 2014 habe ich mit meinem Main auch angefangen. Ja, wir sind jetzt 31 Ja, wie Level gesagt, auseinander. ich habe, ja, aber du hast auf Gold schon früher gespielt, ne? Weil ich habe erst ab, Ich habe boah, glaube ich, ab XP habe ich geswitcht, glaube ich, so ab 520 so vielleicht. Auf Gold geswitcht nachher, so 520. ja, Oder ja, Hybrid ich und habe, dann glaube ich, langsam ab nur auf Gold. 55 oder so, oder 560 habe ich auf Gold geswitcht, glaube ich. Mhm. Ja, und davor halt, wie gesagt, die nur auf 120 Alu Erfahrung. Und bei den Events halt immer 320 Alu bei Gold und XP und manchmal beim Pilz-Event. Du müsstest aber auch noch die Zeit mitgekriegt haben, als Flimmerkisten noch Pilze gegeben haben, ne? Ja, aber ehrlich gesagt, also da habe ich schon gespielt auf jeden Fall, logischerweise. Nur ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, dass die Pilze gaben, Mann. Das ist schon so lange her. Ja, das ist echt schon verdammt lange her. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das war, dass man irgendwie 2, 3 Pilze, so das, was du heute an Lucky Coins bekommst, durch die Flimmerkisten hast du damals halt an Pilzen bekommen.
Und Ja, das war schon, das hatte ich alleine schon gecarried, haben sie irgendwann eingestampft, weil sich das halt nicht mehr rentiert hat für die Betreiber so, dass die Leute haben sich ihre Accounts einfach so finanziert durch die Flimmerkisten und dadurch, ja, haben sie natürlich nicht sehr viel Geld erwirtschaftet, ne? Das ist ja. natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Ja, eine Sache noch, was man auch dazu sagen muss. 2015 hatte ich eine kleine Auszeit von Shakes aus privaten Gründen. Da konnte ich nicht spielen. Das waren ungefähr, ich bin mir nicht mal 100% sicher, aber auf jeden Fall 4 Monate. Also ich sage immer 4 bis 6 Monate hatte ich da keine, also ich konnte nicht spielen auf jeden Fall. Und dann habe ich erst wieder angefangen. Ja, und seit Und 2016, na, zwischen 2016 und ach so, nee, das ist dieses Jahr das Level hier. Und dann aber regelmäßig auch durchgezogen, auch mit Tracken und sowas alles hier, ne? ja, zum Glück eigentlich ganz nice zu sehen, Ja, die Fortschritte. und heute haben wir hier auch die Ehre zusammen, dass wir hier, also ich in deinen Account und du bist quasi mit live dabei, Stufe 600 knacken. Und das darf ich jetzt machen, ja? Yes, natürlich. Das ist für mich natürlich auch eine extreme Ehre. Dafür bedanke ich mich auch nochmal bei dir, auch dass du hier das Ganze präsentierst, damit das auch ein paar mehr Leute eventuell sehen und das nicht einfach nur so untergeht. Manche spielen ja für sich privat. Es kann ja sein, dass es da draußen vielleicht schon Free-to-Play-Spieler gibt, die Privatstufe 600 erreicht haben. Es wird aber niemand wissen, wenn sie halt privat für sich spielen. Deswegen finde ich es immer nice, wenn dann auch so Leute wie du jetzt zum Beispiel auf mich zukommen und das Ganze dann auch noch teilen wollen. Finde ich sehr cool. Ja, nee, ich kann mir keinen besseren als dich vorstellen, weil ich habe vor ein paar Tagen noch nachgeschaut. Ich habe dich schon abonniert seit dem Mai 2018 und da warst du mit deinem Let's Play und mit deiner Shakes-Reihe bei Nummer 42. Das ist schon Boah. ziemlich lange. Das ist schon verdammt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, das ist echt schon sehr lange her. Also Dankeschön auf jeden Fall Ja, bitte, bitte. für den langen Support, ey. Krass, ja. Und wie machen wir es heute? Wie stellen wir es an? Hast du schon was geplant, Ähm, wie du es haben willst? ja, ursprünglich war es mit der Akademie geplant, aber geht dann jetzt nicht mehr, deswegen jetzt mit Dungeons. Dann machen wir es mit Dungeons. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe ja schon Genau. ein bisschen geschaut in der Lichtwelt. Achso, Genau, Licht ist durch. wir können ja nochmal gucken, nochmal bevor wir hier reingehen. Pets, Früchte hast du auch schon gut was gelagert, hast natürlich auch Genau, schon. also da musste ich Erde und Schattenfrüchte ab und zu benutzen für Tränke. Ach so, das Aber machst du, ja? Wie ist so generell mal so deine Strategie als Free-to-Play-Spieler? Wie handhabst du deinen Playstyle so am besten? So, ja, eigentlich ganz normal so. Also ich zock meine Alu runter. 320 Alu ist auch boah, gar nicht so schwer. das sehe ich auch gerade hier. Das waren sogar schon mal fast 40.000. Ich glaube, Dreamscape hat sogar 80.000, außer ich habe mich da mal verguckt. Ja, Ramster hat das Ganze getoppt. Ich glaube, der hatte mal 100.000 gehabt. Der war richtig Ja, krass. krass unterwegs da. Ja, also, wo waren wir jetzt? Also mein Dein, Spielstil, ne? genau. Genau, falls du es nicht wusstest, also beim Support steht das sogar drin. 320 Alu ist nicht mal so schwer als Free-to-Play, denn man hat eine 5%ige Chance und die ist fix, dass man durch eine Quest einen Pilz bekommt. Und das heißt, man macht pro Tag 4,5 Pilze Mhm. und ja, ist ganz nice. Und das auch nur mit dem Greifen. Ist das eine echt fixe Prozentanzahl, die. Ja, das können wir ganz kurz nachschauen. Geht ganz schnell. Gehen wir in den Support, auf das Zahnrädchen unten links. Ja, Genau, dann Hilfe Support. ja. Weil das wissen, glaube ich, viele nicht. Support. Und dann müsstest du Pilze eingeben. Wo muss ich das eingeben? Hier oder was? Neue Konversation, ja, Pilze. Das ist mir auch gerade ganz neu, das Fenster hier. Ja, Pilze. Hier einfach nur eingeben, Pilze, ja? genau, eingeben. Achso, das ist hier so eine Maschine, so ein. Dann woher bekomme ich Pilze? Ja. Und dann runterscrollen. Ich glaube, das ist dieses neue Support-System, ne? Und genau, ja. Und da steht, weiter runter. Ah, hier. Und da steht, das sind die Prozente. Ohne ein Reittier liegt die Wahrscheinlichkeit, einen Pilz zu finden, bei 8%, mit einem Greifendrachen nur noch bei 5%. Das bedeutet, je schneller man reist, desto seltener findet man einen Pilz. Ja, eigentlich ganz interessant, ne? Weil es wurde nur vermutet, immer, dass es knapp bei 5% liegt und das war anscheinend richtig von der Community. Ja, krass, also das ist sehr interessant, also nochmal was richtig Neues gelernt hier. Vor allen Dingen hier das neue Support-Fenster, das ist mir auch komplett neu. Ja. Das habe ich auch noch gar nicht genutzt, aber krass.
Ja, da hat man da ja auch genau die Gewissheit. Also, ja, aber es ist trotzdem natürlich worth, mit Greifendrache zu spielen, ne? Da Ja, braucht man ja. sich ja nicht drüber unterhalten. Ja, ansonsten 320 Alu zockst du durchgängig wahrscheinlich mit den Pilzen, die du hier erwirtschaftest, ne? Genau, weil ich versuche jetzt, ich bin zwar vermutlich der Höchste im Level, wie gesagt, man kann es nicht hundertprozentig wissen, aber ich bin noch lang nicht der Höchste in Statspunkten, was Free-to-Play angeht. Okay. Und da gehen Grüße gehen raus an Levi Gaddon. Der ist dann noch, ich glaube, ja, über 10.000, ich glaube 12.000 Punkte führt er noch in Das Statspunkten. ist auch interessant zu wissen, auf jeden Fall. Ja, also der Höchste im Level, aber nicht ganz der Höchste in den Stats. Genau. Ja, das ist ja ganz gut. Und Tränke, wie haushaltest du das? Nur wenn du so Zeit hast, um Dungeons mal zu kloppen irgendwie, dann machst du Full-Tränke oder? Nee, seitdem ich Offizier geworden bin in der Gilde, habe ich durchgehend Tränke drin. Davor hatte ich gar keine Tränke drin, um Gold zu sparen. Hm? Die habe ich immer verkauft, auch Flügeltrank immer verkauft und alles. Aber ja, seitdem, immer wenn ich einen Trank bekomme, trinke ich den. Ja. Und von den Früchten muss ich mir auch ab und zu Tränke craften, sage ich mal. Nochmal zum Verständnis, er spielt hier auf der deutschen Welt 28, weil da ist ja meine Facecam gerade vor, in der Gilde Sanctuary. Hat man auf jeden Fall auch schon öfter mal gehört, also auch ordentlich am Dominieren hier auf dem Server. Ja, der ist ziemlich inaktiv, der Server. Ja, aber kennt man auf jeden Fall den Namen. Gut, dann wollen wir mal nicht lange weiter rumreden hier. Wir gehen mal in die Schattenwelt. Let's go. Ja, wen möchtest du hier auserkoren, dich auf Stufe 600 zu befördern? Ist es die Liga der Superhelden oder dann doch das Dojo? Oder wie sieht's da bei dir aus? Ja, wir könnten eigentlich sogar hier den verwegenen Verkäufer machen, weil den versuche ich schon ziemlich lange. Da habe ich eine 33%ige Chance und du kannst gerne Pilze verwenden. Okay, jetzt habe ich schon drauf gedrückt, ne? Jetzt könnte es sein, Ja. dass das hier schon gewesen ist. Wir beschleunigen mal. Achso, den- du hast aber gar keinen Intelligenztrank, aber trotzdem könnte es funktionieren. Ach so, ja stimmt. Den können wir uns vorher nochmal craften ansonsten. Ja, nicht schlimm. Aber mal schauen, vielleicht schaffen wir ihn ja. Deine Begleiter und sowas, da gibst du wahrscheinlich nicht viel drauf, ne? Nee, also halt das alte Ja, Equip ich gebe ich sehe denen immer. Sie hat gar keine Waffe, der Mark, warte, schlägt mit seinen Fäusten hier. Also stimmt, ist auch ein bisschen fair, ja. Mein Quest-Equip hat eine Waffe für ihn. Egal, können wir ja gleich machen. Aber du carryst ja am meisten hier. Ja. Also Edelsteine gebe ich meinen Begleitern nicht, die verkaufe ich immer. Ja. Nur ja. ich behalte die ganz großen immer auf für meinen Main-Account. Ja. Also für meinen Main-Char meine ich. Nee, das lohnt sich auch nicht. Ja, genau, So. also kurz einmal Intelligenztrank und genau, die Waffe braucht man. Achso, die hat er hier gelagert. Okay. Ja, ist auch wirklich nicht worth, muss man sagen. So, und ein Ja. Intelligenztrank craften wir uns noch. So, damit die Leute das auch mal sehen. Da bin ich bald auch vor der Stufe hier, dass ich bald alle meine Früchte hier verzaubern darf. Jetzt, damit wir hier die Tränke rausbekommen. Du hast momentan Stimmt, bist du auch bald, ne? 632, ja, ich bin 630. Bei mir Oha, geben die schon fast 10 Millionen, ja. Also da könnt Nice, ihr euch nice. in Zukunft auch schon drauf einstellen, da wird es bald auch ein Video zu geben. So, also willst du es mit dem Verkäufer regeln, ja? Jo, let's go. Okay, dann schauen wir mal rein. Er muss besiegt werden. Wenn du sagst eine 33-prozentige, ist das ja schon sehr Ja, realistisch. Laut SF-Tools eigentlich schon, ja. Ich skippe mal den Kampf. Aber der war ein krasser Try gerade hier von der Erkundigung, ne? Muss man sagen. Oha, Jetzt oha. mal schauen. Das sieht schon sehr gut aus. Du bist auch tanky, ne? Für einen Magier bist du echt tanky, muss ich mal so sagen. Ja, ich habe ziemlich viel auf Ausdauer geskillt, weil, ja, mir ist es eigentlich egal. Also ich werde am Ende mein Ratio haben, was ich will, von 60 Oh. zu 40. Oh, ganz knapp. Ey, Aber bislang ist es mir eigentlich egal. man muss ja auch sagen, für dich sind ja Pilze hier auch haben ja auch eine ganz andere Bedeutung, sag ich mal. Ja, aber ich muss mir die trotzdem ansparen. Also es ist nicht so, dass ich die raushauen kann wie sonst was. Nee, ich meine, deswegen, also dadurch, dass du ja Free-to-Play spielst, hat das ja für dich eine ganz andere Bedeutung so, ne? Ja. An sich. Ne? Also ich meine, die meisten Free-to-Play-Spieler werden wahrscheinlich gar nicht einen vierstelligen Pilzbetrag haben. Wie viel meinst du, kommst da durch die Offerwall zustande? Sind das so wirklich so Angebote, die du über lange Zeit jetzt nutzt? Oder Boah, insgesamt? also eigentlich durch die Offer, weil
das war eigentlich nur ein paar Jahre nach der Anfangszeit, weil also locker schon 3 Jahre aus so bekomme ich fast gar nichts mehr, weil ich kriege keine Ach, echt? guten Offers mehr. Wodurch bekommst du das meiste an Pilze zusammen? Glücksrad und Quests auf jeden Fall. Und seit kurzem auch Giveaways vom Official Shake Stream. Ah, okay, daher weht Habe mich ich auch der zweimal gewonnen bis jetzt. Oh, da hast du es geschafft. Jawohl. Nice. Alter, Stufe 600 hast du erreicht und auch perfektes Item hier. Und 1000 Gold. Ja. 1000 Gold. Nicht sehr belohnt. Oh, Arena Manager auch nochmal gleich interessant, sehe ich gerade hier an deiner Rune. Ja. Aber jetzt darfst du Hast du erstmal ihn? ganz kurz den Moment genießen. Nice. Leider ohne Elevator-Hintergrund diesmal. Ja, aber den bekommst du ja bald, ne? Den goldenen. Denke ich mal, das sollte eure Ja, Gilde wahrscheinlich. easy carryen. Ja, wie fühlt sich an? So jetzt Stufe 600? Erleichtert, endlich geschafft. Das ist schon, Jetzt schon auf die 700. ja, gleich die nächsten Ziele gesetzt hier. Eieiei, das wird aber noch ein bisschen dauern. Ja. Ja. Aber man kriegt ja eigentlich ziemlich gut Level mittlerweile. Also man macht, glaube ich, Safe. ja, 33 Level oder so ist ja im Jahr mittlerweile. Sogar mehr, manche. Ja, das ist schon Also. durch die Kalender und sowas, die alles dazu kommen, Ja. ist die neuen Dungeons jetzt auch noch oben drauf. Hydra carried auch ordentlich rein immer. Ja, Stufe 600 Mach ist mal einen schon- Screenshot bitte. Jo, mach ich. Wie gesagt, das Nice. Video ist ja auch im Nachhinein da, ne? Ah, ja, stimmt. Ja, ich bin auch verschlafen. Aber ja, ich auch, kein Problem. Aber in guter Qualität mache ich dir nochmal den Screen hier. So, Nice. ich drücke auf Weiter. Jo. Wir können auch gerne, wenn Okay. du willst, hatte ich eh vor, kannst du auch gerne die anderen Dungeons durchballern. Ja, wir schauen mal. Ich gucke erstmal nochmal kurz in deinen Arena-Manager. Wie sieht's da bei dir aus? Oh, warte. Ja, okay, habe ich mir gedacht, dass es so aussieht. Da bin ich bald hinter der Bremse. Auch Also, du, Dezillion. so wie es sein soll für Free-to-Play, Double Boost auf der Toilette. Angefangen mit dem Sitz, ich denke mal, vielleicht zum Anfang geboostet. Ja, das war Wusste man- eigentlich Fail. Ja. Wusste ich nicht, dass das schlecht ist. Damals wusste man es noch nicht besser, als der frisch rauskam. Gerade die Free-to-Play-Spieler. Aber mit der Zeit kann man sich ja trotzdem noch einen Double Boost auf der Toilette ansparen. Und Ja, genau. das carried halt am meisten. Genau so habe ich mir den Arena-Manager bei dir vorgestellt. Ja, krass. Stufe 600 einfach erreicht, ey. Mal Elevator, wie sieht's da aus bei dir? Bist du Da ja, war ich ziemlich inaktiv, auch weil der Server halt so lange jetzt down war. ja gut, das stimmt. Haben wir auch zu vielen Komplikationen. Ist ja aber auch für dich auch sehr belohnt hier, dass die Schlüsselkarten wirklich jede halbe Stunde erscheinen, ne? Ja. Dadurch hat man ja als Free-to-Play-Spieler auch nochmal ein bisschen... Ne, als Und dass Free-to-Play... man Pilze bekommt. Stimmt. Ah ja, das ist ja auch eine Quelle hier, wo du auch nochmal zusätzlich Pilze dir einheimsen kannst. Ziemlich viele sogar. Ja, krass. Das habe ich aus der Perspektive zum Beispiel auch noch gar nicht so gesehen. Ja, sehr nice. Welche Dungeons machen wir noch durch? Auf jeden Fall die beiden neuen. Und ansonsten geht's, glaube ich, eh nicht weiter. Okay. Hast du schon... bei Herkules habe ich 0,5%, glaube ich. Mhm. Hast du dir schon die neuen Dungeons angeguckt? Also weißt du was... Achso, du hast ja schon die Lichtwelt Ja, geklärt, ja, glaub ich habe schon auch deine Videos Okay, durchgesuchtet. dann machen wir die mal auch noch hier gleich nebenbei fertig. Dann Genau. bleibst du aber nicht lange auf dieser magischen Stufe hier, ne? Achso, warte mal, kannst du noch von diesem Screen einen Screen machen? Weil habe ich bis jetzt bei allen Level 25 Fortschritten. Jo. Okay, nice, danke. Dann, ja. Bin ich nicht lange auf dem Screen, aber ist mir eigentlich egal. Ich hätte die sowieso dann gemacht. Okay, dann machen wir das so. Stufe 600, bald schon wieder Geschichte hier. Der kürzeste 600er aller Zeiten. Was soll ich machen, wenn neue Dungeons rauskommen? Ja. Zack, da haben wir schon Stufe 601. Magische Zahl zerstört. Ah, die Sehr nice. geben aber auch echt gut XP. Ja, So. nicht so wie die allerersten. Machst du von denen auch Screenshots oder? Nee, das kannst du auch wegklicken. Okay. Gut, dann machen wir noch die Schattenwelt, hier noch das Dojo, Stufe 602. Jetzt ist er am Durchrushen hier. Ja, ich kann auch vielleicht erzählen, ich hatte eine Dungeon-Pause von fast 3 Jahren. Ursprünglich war die Idee, also ich habe angefangen, als der Arena Manager rauskam. Weil ich wollte halt als Free-to-Play und vor allem, ich habe damals halt noch nicht so viele Pilze gehabt,
Und ich habe halt auch nur 120 Alu gezockt. Ich wollte nicht mein Equip so oft wechseln, wegen den neuen Boni. Ja. Weil von den Dungeons kriegt man logischerweise halt gute Epics zum neuen Equippen. Und das wollte ich halt nicht machen und deswegen habe ich mir die aufgespart. Irgendwann kamen da zwar legendäre Items, deswegen war das mein Plan zunichte, sag ich mal. Oh, ziemlich viele Items. Ja. Aber ich habe es dann einfach noch länger durchgezogen und ich habe dann insgesamt über einen Zeitraum von 2 Monaten, also ich habe im ersten Monat habe ich 172 Wirbelwindsturm-Etagen gemacht und danach habe ich sofort angefangen Dungeons zu ballern. Ich habe so viele gepilzt, bis ich mindestens eine 10 oder 15%ige Chance habe für den nächsten Dungeon. Dann habe ich gewartet. Da habe ich auch noch einen Screenshot dir geschickt. Da habe ich glaube, 18 Level hintereinander gemacht. Und dann noch einen Monat, dann habe ich die restlichen Dungeons gemacht und dann waren es insgesamt fast 25 Level. Und es gibt Rechnungen, es haben ein paar Leute für mich hochgerechnet, ich habe dadurch ungefähr 6 Level übersprungen. Boah. Also mindestens 6 Level. Naja, da war das ja auch Wurf für dich auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Ja, auch nochmal interessant hier zu sehen mit der Dungeon-Pause und hier auch nochmal andere Achievements, die du erreicht hast in einem bestimmten Zeitraum. Also ich finde es sehr respektabel, dass man auch seinen Account so trackt und sowas. Da gibt es einige Leute, die das machen. Ich muss sagen, ich bin da zu faul für, tatsächlich, aber dafür euch ja die Videos, wenn ich irgendwas immer nachschauen will, wo Genau. ich was erreicht habe, ist auch wie so ein Tagebuch irgendwie. Ja, ansonsten gibt es noch irgendwas, was du noch unbedingt erzählen möchtest über dich oder deinen Account? Wie sind deine Pläne für die Zukunft jetzt mit deinem Char hier? Ja, also wie gesagt, halt auf jeden Fall der Höchste in Stats zu werden. Das wird aber noch, ja, ich glaube mindestens 2 Jahre dauern. Und ansonsten ist das Ziel einfach durchzuhalten, weil darauf kommt es an. Ja. Und die meisten hören halt davor schon auf, leider. Genau. Ja, die Goldgrube hast du auch schon auf Stufe 100, aber das erreicht man jetzt auch mittlerweile. Ist ja jetzt auch schon die ist schon länger. Unterwelt ja schon ein bisschen draußen. Edelsteinmine auf 94 erreicht man auch Free-to-Play in der Zeit. Ist ja auch schon Festung, jetzt auch, weiß ich nicht, 5, 6 Jahre oder so jetzt auch schon draußen. Da schafft ich habe die Schatzkammer die höchste Priorität gegeben wegen Inventarplatz für mehr Gold. Und ich werde auch wahrscheinlich werde ich jetzt bald mein Markwart komplett ausziehen und also was heißt bald, sobald ich den Arena Manager gemaxt habe, zumindest den Max Boni habe, dann werde ich meinen Markwart ausziehen und wer ist das, mein zweites Ich, oder wie heißt das Teil? Ja, Alter Ego. Genau, Alter Ego. Und dann werde ich da auch noch quasi, dann habe ich, wie viel? 18 Inventarplätze zusätzlich. Und spare auch nochmal Gold. Ja, das stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Die Begleiter kann man jetzt komplett auch eigentlich nackig machen, ne? Ja, wenn man nachher alle Dungeons also ich habe so hab dann zwar schlechtere Chancen für einen Dungeon, aber man muss das so sehen, mein Markwart hat trotzdem mehr Items. Ja. Und wenn ich jetzt einen Dungeon 1 Monat später schaffe oder früher, ist der Unterschied marginal. Das stimmt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Wenn ich mal irgendwann Zeus besiegt haben sollte oder so. Ja. Könnte man drüber nachdenken. Aber dann ist man für den nächsten Dungeon ein bisschen schlechter gewappnet vielleicht. Aber da carryt ja man das schon alleine durch so. Ja, gut. Ansonsten haben wir, glaube ich, soweit alles abgedeckt, ne? Video geht eine halbe Stunde. Das ist... halbe Stunde? Ja, die Zeit vergeht immer rasend. Krass. Rasend vergeht die Zeit, wenn man zu zweit aufnimmt. Das ist unglaublich. Und auch ein spannendes Gesprächsthema hat. Ansonsten, ja, bedanke ich mich auf jeden Fall. Ja, vielleicht nur ganz kurz abschließende Worte. Sehr gerne. Bitte kein Hate, weil ich habe gesehen bei deinem W50-Video, bei dem Free-to-Play, ich weiß nicht mal, wie der hieß, aber da gab es ziemlich viele Kommentare, die geschrieben haben, als ob der Free-to-Play ist und so. Man sieht ja meinen Greifendrachen und meine Pilze. Man kann es natürlich nicht beweisen, aber ich habe ja auch geschrieben, ne, dort, ich bin ziemlich lange schon im Discord und im Forum als Free-to-Play unterwegs und ich würde mich halt selber auch sehr, sehr krass anlügen. Ich habe versucht, Offerwall-Support anzuschreiben, dass die mir eine Liste geben von allen Offers, damit man sieht, dass ich nicht indirekt irgendwie bei irgendwelchen Games gepaid habe. Aber da hast du keine Chance leider. Also ich habe es versucht, es geht ja nicht. Und ja, ich grüße noch die Nele und den Stefan und nochmal den Levi.
Ja, sehr schön. Also wie gesagt, also braucht ihr nicht in die Kommentare schreiben. Wir haben es ja, oder der gute Tobi hat es versucht, so gut wie möglich auszumerzen, dass man es widerlegen kann, dass er hier keine Pilze aufgeladen hat. Und wie er schon sagt, man wird sich ja halt auch extrem selbst belügen so. Und wenn man schon irgendwie ein Statement hat, überall im Discord in der Szene, sag ich mal, als Free-to-Play, und sogar noch sich mit dem Support in Verbindung setzt, dass man keine Pilze aufgeladen hat. Und ja, bei der Offerwall, bei den Drittanbietern, da kommt man halt dann noch ein bisschen schwieriger ran, das kann ich auch nachvollziehen. Wir haben es versucht, so gut Ja. wie möglich halt eben zu zeigen und ich denke mal, es ist auch sehr ja, authentisch, das Ganze. Und deswegen, genau, stehe ich da auch ganz an deiner Seite, definitiv. Jo, Ja. vielen Dank auf jeden Fall, ne, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast. Sehr, sehr gerne. Dankeschön, dass du hier dich präsentiert hast. Es gehört auf jeden Fall auch was dazu. Und ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ja, hat mein Gast die letzten Worte? Willst du die letzten Worte haben? Manchmal wollen die Leute auch nicht die letzten Worte haben. Wie sieht's bei dir aus? Ja, klar. Okay, dann verabschiede ich mich schon mal. Dankeschön, dass du hier dabei gewesen bist. Haut rein und bis zum nächsten Mal. So, dann nochmal kurzer Aufruf, wenn es jemanden gibt, der höher ist als ich, bitte melden. Ich bin auf der Suche auf jeden Fall. Ich habe bei Google 100 Seiten durchgeblättert, beim Discord, alle Seiten, was irgendwas mit Free-to-Play zu tun hatte. Ich habe keinen gefunden, im Forum auch. Ja, bitte melden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Ich hoffe, ich konnte ein paar Leute dazu motivieren, auch Free-to-Play zu zocken, weil es ist nicht so schwer, auch als Free-to-Play wie ein zahlender Spieler zu spielen. Man kann halt nicht zu viele Dungeons durchpilzen, aber das normale Spielen geht schon. Und damit, ja, nochmal danke, Dorza, und ciao, ciao.